Hallo liebe Brettspiel-Teddy-Freunde und schön, dass ihr wieder reinschaut. Wie ihr seht, wir sind wieder im Urlaub und ich habe wieder ein bisschen was an Spiele eingepackt. Und welche das sind, das zeigen wir oder ich euch jetzt. Los geht's. Jetzt geht's los mit Brettspiel-Teddy. So, bin ich doch nicht alleine. Nee, doch nicht. Aus dem Wasser geklettert und wir legen direkt los. Ich habe diesmal gar nicht so viele Spiele mit, weil wir meistens nicht viel spielen hier im Urlaub. Ne? Nee, Sind meistens, abdancen. ja. Oder Ja, schon Cocktails was trinken trinken und da sind wir gehen. halt abends immer so müde. Ich glaube, wir schlafen immer schon um 10 oder was, ne? Oder 11. Jetzt haben wir hier auch noch extreme Zeitverschiebung. Wir sind übrigens in Rhodos. Extremer, ja. So, wir legen mal los. Das erste, was ich mitgenommen habe, ich zeige euch das mal hier. Apex Carnivore. Das Ganze ist ein 2-Personen-Battle-Würfelspiel. Ich lege das mal hier hin. Ich muss nur festhalten, das ist windig, nicht, dass die Karten hier rumfliegen. Ihr habt hier so Kärtchen. Ja, die haben so Angriffswert, Verteidigungswert und so. Und dann müsst ihr halt hier versuchen, dem anderen da seine Tiere wegzuhauen mit dem Würfeln, indem ihr halt würfelt und hier versucht ihr die Werte zu erreichen. Ihr habt hier so Fähigkeiten noch auf den Karten und alles Mögliche. Wollte ich die ganze Zeit schon mal spielen und ich hoffe, wir finden jetzt hier mal Zeit im Urlaub, das zu spielen. Ja. Problem ist, wenn ich jetzt hier hinlege, erstmal ist das dann voller Ameisen, wie ich gerade sehe hier. Und zweitens fliegt es nachher weg. Aber dann rennt die andere gleich hier rum, das ist auch lustig, oder? Ja, dann Ne? sammle ich alles auf. Genau. Wie schon vorhin. Dann, ja, genau. Richtig, auch schon wieder genau. So, Ich diesmal nicht. ja. Dann kam kurz vorm Urlaub, haben wir das hier noch bekommen. Down and Up. Ist ein Kartenspiel für, jetzt muss ich mal eben gucken, das ist eigentlich deine Aufgabe, ne? Ja, hier, Da. 2 bis 5 Spieler, 15 Minuten und ab 8. Ja. Oder ab 15 Jahre 8 Minuten. Sieht man ja nicht, ist egal. Nein. Ganz ist auf jeden Fall ein Kartenspiel für bis zu 5 Personen, in dem wir versuchen, unsere Karten loszuwerden. Und die Leute, die Scout kennen, denen wir bestimmt ein bisschen was bekannt vorkommen. Denn die Karten sind auch doppelseitig. Ja? Wir haben oben eine Zahl und unten eine Zahl. Und wir müssen dann immer Formationen ausspielen oder Sets. Ja? Entweder mit gleichen Zahlen, die wir haben. Genau. Ja, wenn einer da zum Beispiel 2 Zweier liegen hat, dann musst du mindestens 3 Zweier hinspielen oder 2 Dreier. Du musst halt immer höher spielen. Ne? Du kannst auch deine Karten hierbei aber anlegen bei anderen. Und wenn jemand was Höheres spielt und du hast das vor dir ausgelegt, die Karten, dann nimmst du die auf der Hand. Und das Schöne hieran ist, du drehst sie dann auf der Rückseite. Das heißt, du hast dann in dem Moment andere Zahlen, wenn du die wieder auf der Hand nimmst. Kannst natürlich hoffen, dass der nächste höher spielt, ne? Weil du vielleicht schon irgendwie 3 Fünfen hast oder 3. Ne? Und dann drehst du die um, dann hast du auf einmal noch eine 3 und so weiter. Deswegen heißt Ne? es auch, das Spiel, das alles Genau, auf den Kopf stellt. Down Up. Ist bestimmt ganz lustig, kommt auf jeden Fall ganz gut an, so wie ich das mitgekriegt habe jetzt hier bei den ganzen Leuten. Ja. So, da drin habe ich noch was anderes. Ja, das zeige ich euch einfach hier. Und zwar habe ich noch mitgenommen hier Dust Biters. Sieht man das? Ja, Ja. sieht man nicht so richtig. Ach, warte mal, ich zeige euch das trotzdem mal hier. Das ist halt, Soll ich ja hier ist es. Das Schöne ist hier in der Schachtel von Down and Up, da hat es tatsächlich noch mit reingepasst hier. Der Kartenspiel, ich nehme mal so 2, 3 Karten raus. Das Ganze, kann ich dir das einmal geben, ist auch ein 2-Personen-Spiel, wo ihr versucht, oh, da fliegen die Dinosaurier weg, euch gegenseitig, warte mal, ich packe das mal hier runter, lege das mal hier hin, ne? Müssen wir die Karten gleich nur holen. Euch gegenseitig hier die Karten streitig zu machen. Wir haben also jeder so eine Karawane. Und wir können, guck mal, hier ist auch ein Gaul drin oder hier so ein Gleichmacher, heißt der, ja. Die haben verschiedene Arten, verschiedene Namen und verschiedene Aktionen. Und wir spielen die Karten vor uns aus. Jeder hat vor sich die Karawane liegen. Und immer wenn wir dran sind, können wir entweder eine neue Karte ausspielen. Wir können eine dieser Aktionen aktivieren. Wir können die Fahrzeuge in der Karawane zum Beispiel von hinten dann einen nach vorn fahren lassen. Ja, dann rutscht derjenige nach hinten. Warum wollen wir das machen? Am Ende der Runde, nach einem Zug, fliegt immer der raus, der am Ende ist. Da wird die Karte abgeworfen. Und wir versuchen natürlich, alle unsere Karten zu behalten und unser Gegner möglichst die Karten streitig zu machen. Ja? Und ihr habt immer dann 3 Aktionspunkte, wenn ihr dran seid. Ihr könnt also 3 Sachen machen von 4 möglichen Sachen, die möglich sind. Relativ schnell gespielt und eigentlich ganz nett, muss ich sagen. Haben wir schon gespielt. Wir haben schon gespielt, ja, schon zu Hause gespielt. Ich wollte es jetzt hier nochmal mitnehmen, dass wir nochmal ein paar Partien machen können, weil das geht ja relativ schnell. Wie schnell steht bestimmt da, das weiß ich jetzt nicht, aber boah, weiß ich nicht, wir haben 10, 15 Minuten gespielt maximal, ne? Denk Ja, ich mal. maximal. Viel länger war das jetzt nicht. Ist übrigens von King Dragoon Games, jetzt auf Deutsch, war auch mal ein Kickstarter gewesen und passt natürlich prima in die Down and Up Schachtel. So, warte mal, der ist zu groß, der passt da nicht rein.
Versteckt wieder hier. Das ist nicht- Zack. Ich Nix pack das mal hier hin. So, ich guck mal eben die anderen Karten an. Du musst mal hier eben. Oh, da fliegen die weiter rum hier. Ich hätte es euch jetzt gerne gezeigt, wie der Olli hier rumsitzt und die Karten sucht. Lustig. Dann gib mal, ich verstecke die mal. Hier, Playing Dead ist hier weggeflogen. Ja. Gut. So, dann habe ich mitgenommen für den Flieger nochmal X. Wer kennt, ist eigentlich eine neue nochmal mit halt mit so X-Markern dabei. Genau, die sind hier drin mit den Würfeln. Ihr versucht halt wieder hier euer Feld voll zu machen. Ne? Zum Beispiel habt ihr hier 4 Gelb, dann dürft ihr so 4 Gelbe aneinander angrenzen. Ihr versucht die ganzen Felder hier voll zu machen. Ihr bekommt wieder Boni für hoch und runter, rechts und links. Solche Spiele sind immer cool. Ja. Dann könnt ihr halt hier verschiedene X-Marker freischalten. Genau, diese X-Marker, die geben euch halt so Boni. Dann könnt ihr plus minus 1 und all sowas dann noch haben. Also für Leute, die nochmal mögen, ist das hier eine komplexere, Variante. schwierige Variante. Und natürlich habe ich hier wieder einlaminiert. Ne? Ja, sehr gut. Das darf natürlich jetzt nicht fehlen. So, die Ameisen fressen gerade hier meinen Down-Up auf. Ja, die mögen's. Ja. So, dann habe ich mitgenommen, das hatte ich vor kurzem bestellt, Lucia. Ach nee, das ist nur die Tüte von Lucia. Nee, ich wollte schon sagen, das ist eine ganz Compile. Ja, das hat uns tatsächlich positiv überrascht. Ne? Wir haben es zu Hause schon mal gespielt, haben da Hat direkt Spaß die gemacht. Playmate bestellt. Auch hier 2-Personen-Spiel mit Karten. Ihr habt hier 12 Protokolle. Das sind so bestimmte Kartendecks, die ihr habt. Davon wählt ihr euch 3 aus. Genau, und die spielbar halt. Wir spielen halt die Karten aus, versuchen dann die Karten haben so Zahlen, dann versuchen wir einen bestimmten Wert zu erreichen. Und die Karten haben auch noch Funktionen. Ja, und teilweise können wir die Funktion nur nutzen, solange die sichtbar ist. Spielt man eine Karte darüber, zum Beispiel beim Protokoll, weiß nicht, Wasser oder was es da gab, dann zählt die Karte darunter halt nicht mehr. Ja, ihr könnt immer nur aktive Aktion dann da machen und ihr versucht die Protokolle halt zu erfüllen, indem ihr einen Wert habt, dann dreht er sie halt um. Genau. Und wer So, seine 3 als Protokolle nächstes? erfüllt hat, der hat es ja geschafft. Wird das zusammen? Ja, das gehört zusammen hier. Schaut mal, ganz kleine Karten. Da bin ich mal gespannt, wer das von euch kennt. The Wondrous Museum vom Broadway Toys Limited, das wunderbare Museum. Ja, und was macht ihr im Museum? Ihr sammelt natürlich hier Gemälde. Ja, schöne Holzmarker dabei. Ja, ich habe es noch nicht gespielt. Ich glaube, das ist hier so eine Art Set-Collection, aber ich will jetzt auch nichts Falsches sagen. Ließ sich aber prima hier in den Koffer packen, aufgrund dieser kleinen, schönen Karten hier. Genau. Ihr sammelt dann halt hier könnt ihr so ein bisschen sehen, ja. Wie ihr die Karten sammeln müsst und anordnen müsst. Diese ganzen Karten haben hier so Ruhensymbole, was ihr erkennen könnt. Und die haben wir halt auch hier drin. Und ja, die geben euch halt hinterher Punkte. So grob zusammengefasst, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Dann haben wir noch Aber schaut ein lieber schönes nochmal nach. Spiel. Ist das letzte schon, oder? So, und hier das letzte Spiel. Das war es schon. Ja. 6 oder 7, weiß ich gar nicht. Aber guck mal. Agent Avenue. Ja. Gehört immer in den Urlaub dazu. Ist immer mit dabei. Ist klein, fein, passt überall rein. Und diesmal mit der Division M Erweiterung. Die macht das Ganze ein bisschen taktischer. Ihr habt halt noch diese Division M Marker. Und wenn die am Ende des Spielzuges auf dem gleichen Feld stehen wie die Spielfigur des Mitspielers, dann ist das Spiel auch zu Ende, dann habt ihr nämlich auch gewonnen. Ja? Dann habt ihr zusätzlich hier noch neue Agentenkarten und neue Schwarzmarktkarten, all sowas. More of the same, aber hierbei, wie gesagt, auch diese Marker, die bringen noch ein bisschen mehr taktische Tiefe rein. Was natürlich passieren kann, dass noch schneller zu Ende ist. Ja? Aber immer noch ein mega cooles Spiel hier. Ich weiß nicht, wer kennt. Hier, ihr spielt halt die Karten aus, da stehen dann halt Bewegungen drauf, wie viel ihr euch hier bewegen dürft auf diesem Feld. Hier, genau. Und ihr versucht halt den anderen einzuholen. So ein Rennspiel, Fangspiel fast schon. Ja? Das stimmt. Ja, und wie gesagt, mit den neuen Markern, da versucht ihr den anderen nicht nur einzuholen, ihr platziert halt die Marker oder geht mit denen vor. Und wenn der andere dann auf der Feld kommt, wo der Marker ist, dann ist halt auch schon Ende. Also müsst ihr auf noch mehr Sachen machen. Jo, das war schon waren unsere gewesen. Spiele. Ja, Es ist super heiß. ja, war nicht viel. Meine Glatze brennt. Weil ich bin voll am Ölen hier Wir schon. müssen jetzt ins Swimmingpool. Wir sind sogar hier ein bisschen geflüchtet. Könnt ihr hinten den Pool sehen? Wir waren eigentlich hier vorne, aber da sind die ganzen Nachbarn jetzt da und die saßen da draußen. Und hier ist so ein bisschen Ruhebereich, deswegen. Aber wir haben es schon gemütlich gemacht. Genau, wir sind Mit einfach Blick abgehauen. aufs Meer. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Die Bank ein bisschen weggeschleppt. Und jetzt sitzen wir hier. Jetzt müssen wir nur gucken, wenn gleich hier die Guardia Civil kommen, die Aufpasser, die scheuchen uns bestimmt hier weg. Deswegen
wir sind jetzt weg. Passt Macht's gut auf gut, euch ihr auf, Lieben. bleibt gesund. Schreibt uns gerne rein. Welche Spiele habt ihr schon davon gespielt? Und was sind eure Urlaubsspiele? Ihr gebt Genau. immer tolle Tipps und tolle Kommentare. Schaut euch gerne die letzten Urlaubsvideos nochmal an. Welche Spiele müssen unbedingt in den Urlaub Ja, mit? da findet ihr noch weitere Spiele. Und wir freuen uns immer über eure Tipps für schöne kleine Sachen, die man gut im Flieger auch mitnehmen kann. Ne? Ja. Im Auto geht ja viel mehr, aber vielleicht habt ihr so Genau. kleine Spielideen. Oder welche Spiele nehmt ihr mal mit, auch im großen Boah, glänzt Camper? Ich glänze, ich bin ein glänzender Typ. Passt gut auf euch auf, bleibt Total. gesund. Euer Olli. Eure Anna. Ciao. Ciao, ab im Pool.